Der Klapptisch stand mitten auf der Brücke, es war 60:47 Uhr morgens, mein Mitvaterbelener F350, mein Kaffee noch heiß im Getränkehalter an den Kartentisch, der die in sich Brühe zwischen meinem neuen Grandsteleike an dem Rest des Landkreises verspert. Ein Frau in einem pastellfarbenen Polohemd stand mit einem Klemmer dahinter an winkte mich Herren, als abuad sie einen Kontrollpunkt in einem Kriegsgebiet leiten. Ich hielt langsam an, sie kamen mein Fenster heran und erzählt so, wie Menschen laut schellen Kursbewer sie einem den Morgen würdigen. Guten Morgen, Sir. Ich bin Karen Whittaker, Vorsitzende der Whitestone Creek HOA, dies Brücke Gira der Wanlig. Ich bin enteig $75 für ein Brücke Natzungsgenehmigung, bevor ich sie durchlassen kann. Ich sah sie an. Ich sah auf den Tisch. Ich sah auf das Handschmaltischild. Oi, Brücke, buon Genehmigung erforderlich. Dann sah ich die Frau auf meiner Beifahrerseite an, die bereits mit einem laminierten blauen Aufkleber in der Hand durch mein auf ins Fenster griff an ihren Meer und zu fragen, flatsch auf die Windschutzscheibe druite. Whitestone Creek Anwohner, Parcel 47, sie hat gerade meinen Pickup markiert als wäre wie, ein Mann in einem schwarzen Kapuzenpulli, auf dessen Brust in abelte Tanden weiß und Buchstaben away Security stand, lernte sich mit der Eichufig in mein Motorhab. San Stiefel krotzet en dersto stange. Grinst Mädchen, als er darauf gewortet. Ma'am, sagt ich giri nicht zu ihrer chellen word Brita. Oh, das war ich Schoschetation. Gino Dischab must du bezellen. Ors insta Hände sollen mehr. Karen holt Handy heraus und fotografiert mein Namensschild. Für Anser anzulegen, wenn du dies Bro hek noch einmal ohne in Jemiga berkest, ruf ich den noch auf wegen Haus Friedenbrücks auf dem Gemeinschaftsgel an. Ich leis bei der Echenem Lenkrad und hielt mein Jessit regangslos. 30 Jahre Erfahrung darin, die Menschen am Konferenztisch insochten, hatten mich eins gelehrt, lottest Person im Raum ist fast ne Digenage, die Triumph in der Hand hält. Das wusst sei noch nicht, und ich duet is sicher nicht sagen. Hinter mir warteten zwei Pick-ups in der Schlange. Beid wurden von Eminern Gefferen, die ich noch nicht gesehen hat. Keiner von beiden blickte auf. Beid hatten diesen stillen, niedergeschlagenen Ausdruck einer Person, die dies Mordskon einmal sollen must an Skon wo Langer seit beschlossen hat, das ist billiger sei, zu sollen, als zu straighten. Einer von ihnen, einst die Major Mann mit einer Kap einer Sagofirma start auf sein Lenkrad, als würde es das in sich was auf der Welt noch sicher sei. Das war is, was mich bei hat, nicht der Tisch, nicht der Aufkleber. Dies bieten mangene erwachsene Männer, die in ihren eigenen Lastwagen still und klein wurden, weil ein Frau mit einem Klimbret beschlossen hat, dass die Streis geworden. Ich sog mein Brieftasche aus der Jessiktasche. Ich sie halt die $75 in 20 an einem FU-Verband Richit sei, wortlos durch das Fenster. Karen strahlte, sie riss ein Blatt aus einem gelben Quittungsblock, aber von der Sorte, die man im Supermarkt kauft, ankritzelt mit einem Kurzschreiber darauf, erhalten $75, brauche Natzung Genehmigung. Kei Whittaker, sie rated is mehr als wäre es ein Diplom. Ich faltet die Quittung in der Mitte und steckt sie in mein Handschuhfach. Ich fuhr über mein eigen Brücke und was ist noch nicht einmal in. Im Awaka Spiegel sah ich, wie sie Adam Son ein High Five gab, sie gab am tatsächlich ein High Five, als hatten sie einen Touchdown erzielt. Als hatten sie gerät $75 von einem fremden abnepieften der fremd erschert ist verdient, weil in der falschen Position gibran wird. Ich heb mein Stimme nicht erhoben. Ich heb nicht diskutiert. Ich heb niemanden angerufen, so bin ich nicht gestrickt. Ich heb 30 Jahre in Arbeit verbracht, in denen die Leute dachten, scheuen sei eine Strategie. Und ich heb beobachtet, wie jeder Inseln voneinander gegen den Rugentypen mit den Antillen verloren hat. Was ich stattdessen tat, war etwas, das Karen Whittaker erst in weiteren 6 Wochen verstehen wurde. Ich erinnert mich an die Farbe des Aufklebers. Ich erinnerte mich an die Mark des Hoodies ihres Sohns. Ich erinnerte mich an den genuinen Wortlaut des Brachacum at der Gemeinde und daran, wie sie es gesagt hat, also unter ihres Highlight-Schrift. Ich erinnerte mich an die Handschrift auf der Quittung, an des Gelb des Quittungsbuchs, an des Handschmaltischild, an des Foto des Namensschilds. Ich erinnerte mich an die beiden Mendiner in den Lastwagen hinter mir, die dies Frau Skon sieht Gott weiß wie lange Zeit bezahlt hatten. Und ich erinnert mich an etwas anderes, das 3 Meilen entfernt angefafft auf meinem Couchentisch lag. In Manila Umschlag von der Grandbotgesellschaft 28 Seiten mit Urkunden und Warmesungsplanen, die ich noch nicht gelesen hat.
Weil ich stattdessen die Watch damit verbracht hat, ein Schönendeck zu reparieren. Sie hat keine Ahnung, dass sie gerade ein Mordstell auf einer Brücke eingerichtet hat, da nicht gerat. Sie hat keine Ahnung, dass der Mann, dem sie $75 abverlangt hat, in der Watch souverän erkannt unterschrieben hat, da noch nicht zu entgelesen hat. Und sie hat keine Ahnung, dass jedes Wort, das heute Morgen über die Lippen gekommen war, Gemeinschaft sei gentem, anwana Genehmigung. Als einstehende Zahlen mehr von der Dashcam oversehen worden war, da ich an dem Tag in meinem Pick-up installiert hat, als ich aus dem Bundesdienst ausgeschieden war. Ich fuhr die 3 Meilen bis zu meinem eigenen Tor. Ich parkt. Ich saß dort mit ausgeschaltetem Motor an der laminiert blau aufklappbar Lichttit auf meiner Windschutzscheibe wie ein blauer Fleck. Ich hatte in der Watch über 5.000 Acres gekauft. Ich hatte seit wir der Charakterkarte noch nicht aufgeschlagen. Ich hatte keine Ahnung, dass der in sich Heimweg der Eigentümergemeinschaft direkt durch mein größtes Käfer hatte. Der Manila, am Schlag lag immer noch auf meinem Kitchentisch, als ich nach Haus kam. Ich ging daran vorbei. Ich heb nicht einmal den Aufkleber von der Windschutzscheibe entfernt. Ich ging hinaus sehr schön auf der die 3 Fürd, da ich zusammen mit dem größten Sickei geerbt hat, und verbrachte 40 Minuten damit, einen Abschnitt der Cheldraht zu reparieren, unter dem sich Kojoten hinderlich geschlittert hatten. So arbeit ich nun einmal. Wenn mich etwas aus der Bahn wirft, widme ich mich einem praktischen Problem, bis mein Kopf wieder klar ist. Karen Whittaker hat mich aus der Bahn geworfen, also repariert ich einen Sohn. Mein Name ist Ray Holloway, ich war 52 Jahre alt, seit 6 Wochen im Ruhestand, seit wir Wochen in dieser Art von Einsamkeit, die ein Witwer kennt, aber daran Jew, und seit 3 Wochen Besitzer von 5.000 Acres ugelige Weidefeldschir, die ich für 40 Cent pro Dollar bei einer Zwangsversteigerung erworben hat. Ich hatte 30 Jahre in der Bundeswehrwaltung verbracht an der BA die Art von Papierkram gelesen, die messen Leute in ein Schublade werfen. Ich ging mit einer ordentlichen Rente, der Lebensversicherung meiner Frau und einem Versprechen in den Ruhestand, dass ich am letzten Schinen Nachmittag gegeben hat. Kauf die Ranch, bau die Schien, etwas Ruhe finden, ich gab mir Magie. Der Teil mit der Ranch war erledigt, der Teil mit der Ruhe hat offenbar einige Verhandlungen erfordern. An jenem Nachmittag vor, ich nach Cedar Hollow am Engerlau und Futter zu besorgen. Auf dem Aqueg bog ich in die Einfahrt von Mr. Alderman ein. Alderman war 78, hält 300 Rinder auf dem Grundstücke, das im Osten an Mainz grenzt, und heit mich an meinem zweiten Tag auf dem Lande am der Sonnlinie herbergwanken. Sagte mir, ich soll jederzeit vorbekommen, also tat ich das. Saß auf der Veranda und schielte Pekanes in ein Metallschüssel. Blickte auf, warf einen Blick auf mein Jessit und fing an zu lachen, noch bevor ich ihn Wort gesagt hat. Du hast also schon Frau Whittaker kennengelernt. Ich setz mich in den anderen Schockhaustuhl. Sie hat mir heute Morgen am Kartentisch $75 abverlangt, damit ich die Brücke überqueren dürft. Alderman lachte so heftig, dass die Schüssel abstillen musste. Mein Gitter, macht sie das immer noch. Du wirst es Daven. Jeder weiß Daven. Niemand unternimmt etwas. Nach ein Pekanas, Karen Whittaker. Seit Name 11 Jahren Vorsitzende dieser Eigentümergemeinschaft. Ihr Schwiegervater, der alte Whittaker, hat dies ganz lang damals im Jahr 2009 gebaut, 96 User. War derjenige, der dies Brücke hochgezogen hat, Gott gebaut, Alderman grinst, billig gebaut. Bieten an die Trudger an ein paar Bewährungsgebiet, die auf einer Auction gekauft hat. Ich hatte immer vermutet, dass sie sehr high Loft auf fremdem Grund stand, aber damals Grundstücke einer Trihangesellschaft aus Dallas die jemanden schickt, das zu überprüfen. Sagt mit den Schalten, niemand hat das überprüft. Ich habe mir das gemacht. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Ich habe gelernt, dass die besten Informationen, die man jemals bekommt, diejenigen sein, die jemand freiwillig preisgibt, ohne zu wissen, dass sie von Bedeutung sind. 11 Jahre sagt ich. Anadigen Kandidaten, sie hat dem letzten Mann, der gegen sie antreten wollte, ein Geldstrafe auferlegt. Ich etwas mit seinen Weihnachtslichten, die nicht den Vorschriften entsprachen. Warmweiß. Das kostet ihr $400. Sagt sich okay, ich bedankte mich bei ihm und fuhr nach Haus. Der Manila am Schlag lag immer noch auf dem Tisch. Ich verfnet ihn immer noch nicht. Ein Teil von mir war immer noch in diesem Morgen versunken und der Hart immer noch. Weil die beiden Männer in den Pick-ups hinter mir verstammten. Und ich wollte dieses Jeff will nicht mit Papierkram vermischen. Es gibt einen Grund, warum einem einem reiten, einen Vertrag nicht zu lesen, wenn man Authent ist.
Also kocht ich Benderson. Ich is allein am Couchentisch direkt neben dem Umschlag. Und als die Son unterging, ging ich mit einem Whisky auf die Veranda an sah so wie die White Blow Word, Scheinwerfer en hörten sich meiner Infort. Ich wusste schon, bewer das Auto enhält, wer is war. Ein silberner SUV, von der Sorte die von Frauen gefahren wird, die sich auf ihren Weihnachtsgarten Girlbosses nennen. Karen Whittaker stieg aus, einklemmert und ein Geheftheitsdokument in der Hand und trug dasselbe bestig Palermo an jenem Morgen, als sie vergessen, ihre Uniform aus Süsihen. Ich stand nicht auf, Mr. Holloway, sagt sie, wie ein Lehren, da ihn kein Nachwohn rafft. Ich wollte persönlich vorbekommen, sei in der Nachbarschaft willkommen zu heilen und ein paar Punkt Verstes zu besprechen, die mir auf der Fahrt heuer ortsvollen sind. Mein ich war nicht in ihrer Nachbarschaft, sie erzählte. Deshalb erzählen wir auf der Brücke. 6 Stunden später, frisch aufgefrischt, nun, Jano dabei wollte ich eigentlich sprechen. Sie betrat angefragt mein Veranda. Sie legte das geheftigte Dokument auf das Geländer. Whitestone Creek Vereinbarung über nachbarschaftliches Verhalten für Hausbesitzer. 12 Seiten. Ein Unterschriftsseil am Ende von Seite 12, in die mein Name bereits ingetippt war. Ihr Sohn, sagt sie an dutit Weg in Richtung der Weide im Norden. Er ist in einem natürlichen Sedenhalsten Gestrchen. Unser ästhetischer Standard für die Wonenlich ist, ich weiß dann, ich kann Ihnen den Farbcode nennen. Der Sohn Mamusast innerhalb von 30 Tagen New Gestrchen werden. Dieser Sohn steht auf meinem Grundstück oder aber ist vom Grundstück 47 aus sichtbar. Das Grundstück 47 interessiert mich nicht. Dem vor sie fort, als hätte ich nichts gesagt, sein der Rinde vom Kirchenfenster 1 Anwohners aus Susan. Das ist Gemmes Abschnitt 4.3 unserer Gemeinschaftsstandards inakzeptabel. Ich sah sie einen langen Moment lang an. Imam, mein Sohn steht auf meinem Grundstück, mein Rinder befinden sich auf meinem Grundstück. Ihr Gemeinschaftsregeln gelten für mich nicht. Sie neigte den Kopf, lächelte noch breiter und sagt den Satz, den ich 6 Wochen später von meinem Anwalt im Cherokee soll vorlesen, wenn über die Stadt, wenn du unser Brückig benutzt, bist du schon genug in unserer Eigentümergemeinschaft. Ich antwortete nicht. Ich sah sie nah an, sie nahm diese Schweigen als Sieg, sie sog ihn zweites Dokument hören, einen Verstos beschert über $250, sauber innerhalb von 7 Tagen, und klärt es mit einem CUK blauem Maleband, das sie wie ein Sobrin aus ihrer Tasche saubert. An meinen Verandapfosten, 7 Tage Mr. Holloway, danach vollen Versag Zinsen, und wenn es so sangsvoll Streckung kommt, nanjay, sie erzählt dieses erzählen. Das wollen sie doch nicht. Sie ging Zara zu ihrem SUV vor Daven, die Oraklita Beildaten Ziwairot Punk, die mein Schotter auf Ort hinunterführen, und dann waren sie verschwunden, und ich war allein mit dem Serpen der Grillen und einer Geldstrafe von $250, die in einen Pfosten eines Hauses geklebt war, das sich weit außerhalb ihrer Sast- und Dickietsbereichs befand. Ich saß lange dort, ich war schon von Zwisten, generell angeschrien worden. Ihn klemmert macht mir keine Angst. Aber dieser Umschlag auf meinem Küchentisch, damit konnte Deutsch noch nicht gelesen hatte, hält sich jedes Mal schauer an, wenn ich daran vorbeiging. Wir Tage Virginien, und dass ich etwas von aller Rot, ich verbert sie mit der Arbeit auf der Ranch. Ich heb 2 verrottet Verandadilen ausgetauscht. Ich heb ein Wasserleitung sehr südlichen weit verlegt, ich heb meinen Sohn nicht in Weistontan Gestrichen. Ich heb mein Wein nicht aus dem Blickfeld von Parcel 47 entfernt. Ich heb die Vereinbarung über nachbarschaftliches Verhalten nicht unterzeichnet. Ich heb die $250 nicht bezahlt. Ich warf euch den Manila-Umschlag nicht aus Angst, sondern aus Disziplin. Ich hätte genug Zeit damit verbracht, meinen Lebensunterhalt mit dem Lesen von Unterlagen zu verdienen, zu wissen, dass das Schlimmste, was man mit einem Dokument tun kann, darin besteht, ist MOU-10 zu lesen. Man übersieht dabei die ein Klausel, auf die es ankommt. Am 5. Morgen braucht ich Lebensmittel. Ich fuhr mein Schotter auf Ort hinunter, bog auf die Kreisstraße und kam die Curve Zebra. Sie hat den Einsatz erheckt, diesmal gab es keinen Klapptisch. Dort stand ein orange-weiß Barbsperrung, wunderschön, Kunststoffart, wie sie die Straße im Borbyrad verwendet, qua rüber beid Faskuren der Brücke gesiegen. Ein handbemoltes Geld aus Sperrhaus lernte daran, mit Druckbuchstaben beschriftet, da ich schon aus 30 Yards Entfernung lesen konnte. Na für Hawaii-Bewohner. Aussens die Hände, $75 Brückensch Harode Amkern. Ich hielt an, ich legte den Gang in Parkstellung, ich richtete mein Dashcam auf die Absperrung und ließ sie laufen,
Karen kam von der anderen Seite hinter einem geparkten SUV herbe einklemmert in der Hand, dasselbe Polohemd, son lehnte ihn paar Fuß hinter ihr in einem Pickup, die am Wörschkron enke, und trug den HOA Sicherheitshoodie, als weil es ein Uniform die sich verdient hat. Sie ging direkt auf mein Fenster zu. Mr. Holloway, guten Morgen. Sie schulden immer noch $250 wegen des Sonn, was das ist, solange das nicht bezahlt ist, haben Sie kein sofort sehr brang Sie. Ich leis meinen Namen am Lenkrad, Ma'am. Sie können mir nicht den Zugang sehr in sich Straver wegen, die von meinem eigenen Grans TK Weg für hat. Das ist kein Stress. Es ist ein von der HOA Unterhalt in Privatbrücke. Es ist der einseitige Weg heinin oder heinos. Das ist nicht mein Problem. Sollen Sie die Geldstrafe oder kehren Sie, Ma'am, treten Sie von meinem Truck sehr okay. Das tat sie nicht. Sie biegt sich in her Herren, noch ein Wort an ich ruf den noch troff, dann rufen Sie den noch troff, sie blinzelt. Das war nicht Direction, die sie instudiert hat. Für ein Hobby-Sekund verschwand das early Chellen und ich sah was darunter lag ein Frau, die dies sin scan 100 Mile durchgespielt hat und noch nie jemanden sagen hatte, J.A. Sie fasst sich weiter, sie holt ihr Handy heraus, sie haltet das gleich die Nummer. Ich leist die Dashcam weiterlaufen. Ich nahm mein Handy vom Armaturenbrett, auf nicht die Sprachmemo ab und startet ein zweit Aufnahme. Aufnahme sicher gehen, ja 9/11, ich heb einen Eindringling auf Gemeinschaftsgrund, das sich waget zu gehen. Bedroht die Bewohner. Bitte schicken Sie sofort einen Hilfssheriff. 9 Minuten später kam ein Treffenwagen des Sheriffs von Norden die Kreisstraße entlang gefahren, blollitan, aber ohne Siren, Hilfssheriff Moral stieg aus. Mit 30 der Kurse herrscht nicht, die Art von Hilfssheriff, der lieber ein Verwohnung als einen Strafzettel ausstellt. Warf einen Bliff die orangefarbene Absperrung an das Sperrholz stellt, und ich beobachtet tiet, wie sein Jessit dies klein, kontrolliert Riechen seid, die das Jessit eins prophezeit, wenn am klar wird, dass der Einsatz zudem a Gerät ausgehackt ist nicht so abloffen wird, wie es im die Leitstelle beschrieben hatte. Kann Redit bereits, Lot, auf mich segend, beschrieb sie Drohungen, die ich nicht ausgesprochen hatte, ihr Sohn mischt sich hinter ein an best, tieg Jeeds Wort. Morals leis sie ausreden, dann wandte sich mir zu, Sir, auf ihrer Seite. Guten Morgen, Herr Deputy. Mein Name ist Ray Holloway. Ich heb das Granst Uke auf der anderen Seite dieser Brücke, wo Dre watchen gekauft. Dies Frau hat die Barkek blockiert, letzt wasch $75 verlangt, damit ich überkern darf, und blockiert sie heute nicht. Ich heb Dashcam, Aufnahmen von beiden Wurflillen. Ich heb die handschriftlich Quittung, die sei mehrfach die erst Mal gegeben hat. Ich heb sie gerät auf meinem Aufnahmejert, weil sie mir sagt, dass die Brücke Agentum der Eigentumsgemeinschaft ist und ich darf mein eigen Einfahrt nicht überqueren. Morales streckt die Hand aus, darf ich mal sehen? Ich riecht ihm mein Handy, auf dem das Dashcam-Video bereits abgespielt wird. Ich reicht ihm den gelben Zettel aus meinem Handschuhfach, $75 erhalten, Brücke nach St. Genehmigung K. Whittaker, schaut sich diesen an, schaut sich 40 Sekunden des Filmmaterials an, sah sich die orangefarbenen Schrank an, sah Karen an sein Bodycam lief die ganze Zeit. Ich konnte den kleinen roten Punkt auf seiner Brust sehen. Miss Whittaker Deputy. Dieser Mann ist Miss Whittaker. Befindet sich des Brücke auf einem Grenzstück, das der OA überschrieben wird. Es ist seit 15 Jahren die Brücke der Gemeinde. Das heb ich nicht gefragt. Gibt es ein ingetragin Dienstpaket oder anerkannt, aus der hervorgeht, dass die Eigentümerin dieses Bauwerks oder des darunterliegenden Grenzstücks ist? Man öffnet sich, schloss sich, öffnet sich weiter. Wir haben sie scan immer instand gehalten. Morals nickte langsam. Ma'am, ich werd Ihnen das einmal sagen. Anbefragt Maja Han für ihn Bauwerk, dessen Eigentumsverlagnis am Stritten sein, kann nannten nach Landesrecht als Erpressung gelten. Das Blockieren einer Straße, die jemand bifferen und verlassen nutzt, kann sehr schnell strafrechtlich relevant werden. Sie würden die Schrank wegschieben. Sie würden diesen Mann passieren lassen, und sie würden von niemandem in dieser Bezirk einen weiteren Dollar insehen, bis sie einem Polizeibeamten erkannt wollen können. Das können sie nicht. Das kann ich, Ma'am, und das würd ich auch tun. Ihr Sohn sprang vom Pick-up ab und trat vor. Das gerät ans, sagt Morales und hab ihnen Finger Jansch, hör auf zu reden, hat auf zu reden. Karen start Mädchen. Jesset hat Gino Ginen Rotten angenommen, den Menschen annehmen, wenn ihnen nahe öffentlich die Autorität entzogen wird, und sie wissen, dass sie schon dabei sind.
Zwei Autos hatten auf der Anliegerseite der Brücke angehalten am Süßhahn. Ein Frau mit einem Kinderwagen filmte warm Biagestegos mit ihrem Handy. Morales want sich mehr so Mr. Holloway ich würde Ihnen empfehlen, dies wasch auf der Wasch ein, formell Beschwerde einjurigen. Bringen Sie das Filmmaterial mit, bringen Sie die Quittung mit. Das kommt so oder so in meinen Bericht. Ja, Sir. Danke, ihr nickt, fern Sie vorsichtig, ich kabert mein Fenster hoch. Ich leg den Gang ein, ich kell in Geld mach vorsichtig die orangefarbien Absperrung herum, als ich an Karen vorbei fand sei Stimme wieder. Glauben Sie, Sie seien sklo, rief sie und lief dann neben meinem Pickup her. Ihr Polohem ratschet aus der Hose, ihr Klemmbrett zittert in ihrer Hand. Ich würde wegen dieser $250 ein Fahndraht auf ihr größte Sacke eintragen lassen. Bis Weihnachten würden Sie obdachlos sein, Mr. Holloway. Erschrecken Sie mich, bis Weihnachten obdachlos. Ich antwortet nicht, ich beschleunigt nicht, ich fuhr Gino mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit über die Brücke, und die Frau mit dem Kinderwagen Ottigids wird von Karens Drawhang auf ihrem Handy mit. Ich kam nach Haus, ich rade die Daike Juf weg, dann setz ich mich an den Tisch, ich schenkt mir einen kleinen Whisky ein, ich tranke nicht, ich stellte ihn einfach neben den Umschlag, damit mein Eschnen etwas an der Sütan hatten als zu sitten. Denn sie hatten angefangen ein wenig zu sitten, nicht vor Angst, sondern wegen dieser anderen Sache. Das Gefühl, das man bekommt, wenn man merkt, dass eine Situation gerät von ärgerlich zu ernst gekippt ist. Ich öffne den Umschlag 28 Seiten, nackiges Titelblatt, der Katasterplan hinten eingeklappt. Ich breite alles auf dem gesseten Käppchentisch aus. Ich schalte die Lamp ein und bejuckt mich dabei. Die Grenzmains 5000 Acres großen Grundstücks verlief in einer langen, Anregermams eigen Form, wobei der Bach diagonal durch den südwestlichen Quadranten schnitt. Die Wanien-Schwarz-Linie überquert den Bach beschriftet in kleiner Vermassungsschrift. Western Creek Bridge, bieten an Stahl 48 Fuß Spannweite. Die Linie befand sich innerhalb meiner Grundstücksgrenze, nicht am Rand, nicht dabei, sondern drinnen. Ich las die Seil wie einmal, bevor ich glatt was ich sah. Ich lehnte mich in meinem Stuhl, sagte okay. Ich schaute auf den Whisky. Ich starrt erneut auf die Katasterkarte, auf die in Schwarz-Linie, die ganz 60 Fuß innerhalb der roten Vermessungslinie lag, die den Rand meines Grundstücks markiert. Karen Whittaker hat mir $75 berechnet, mein eigen Brücke zu überqueren. Karen Whittaker hat geredet war einem Hilfssheriff und einer Frau mit einem Kinderwagen damit gedroht, wegen ein Sonnenverstoß ist auf meinem Grundstück kein Fahndraht auf mein Haus in Südrigen. Karen Whittaker betrieb seit 15 Jahren ein Modstell in einem Bauwerk, das nicht geölte. Auf einem Grundstück, das nicht rat gegen 96 Familien, die keinen anderen Weg nach Haus hatten. Ich griff nach dem Whisky und trank in diesmal. Dann nahm ich mein Handy und rief einen Immobilienwald an. In dieser Nacht schlief ich nicht nicht, weil ich mir Sorgen macht, sondern weil ich las. Ich breite den Katasterplan auf dem Kochentisch aus und ging in Genosso durch, weil ich über 30 Jahre lang Bundesanterlegen durchgessen hat langsam mit einem Lineal, einem Bleistift und beivollem Licht. Ich sich nicht jed Grenz nach. Ich maß die Grundfläche der Brücke in Hand des Maßstabs in der Ecke ab. Ich verglich den Katasterplan mit der Grenzbeschreibung auf Seite 2 erkannt. Ich sauf nicht den Grundstücksführer des Landkreises auf meinem Laptop und legte den Katasterplan über das Satellitenbild. Am 100 morgens war ich mir sicher, dass die Brücke nicht in der Nähe meines Grundstücks lag. Die Brücke befand sich nicht in meiner Grundstücksgrenze. Die Brücke lag innerhalb meines Grundstücks, 60 Fuß entfernt von anchastelegenen Grundstückgrenze auf beiden Seiten des Bachs. Die Flustecknummer im Störregister stimmt mit meinem Flustersäcke überein. Die Grundflottsche der Brücke war als steuerpflichtig bauliche Maßnahme gekennzeichnet, und ich hatte einen Ordner mit Belegen aus denen hervorging, dass der Vorbesitzer und ich seit 15 Jahren in Folgegrundsteuer für dies bauliche Maßnahme gezahlt hatten. Die Eigentümergemeinschaft des Whitestone Creek hat davon einen Cent gezahlt. Weder Steuern noch Versicherung noch Vermessungsgehirn. Sie haben einfach angefangen, sie zu nutzen. 800 am nächsten Morgen rief ich Polarise an die Immobilien und weil in die mir Heraldemen in der Watche über empfohlen hat,
Zij hat sich aus einer Kanzlei in Dallas gezogen, infech Arbeit für normal Menschen zu erledigen, sie nam bereits beim zweiten Klingen ab, Ray Holloway, Aldermans Friend, Mom, ich glaub, ich habe ein Problem, sollen sie mir daven, ich halt ihr alles, den klappt ich, die $75, den Aufkleber, den Zettel am Sohn, den Notraf, den Katasterplan, die flürstig Nummer, die 15 Jahre aneingefochtene Natsang, am anderen Ende Leitung entstand ein so lange Pause, dass ich dacht, die Verbindung wäre abgebrochen. Dann sagt Paula ganz leis, ich schicken Sie mir diesen Katasterplan an, die kann not hut, wo Mittag per Mail ich kann verschickt. Gib mir ein Stand. Sie rief nach 40 Minuten so okay. Ich schalte den Lautsprecher ein und setzt mich mit einer frischen Kann Kaffee an den Couchentisch. Okay, Ray, ich sag's dir ganz im Klartext. Du besitzt nicht nur das größte in einer Hida Brofiki, du besitzt die Breuki. In diesem Landkreis ist Kim Dansparkit ingetragen, die der Eigentmergemeinschaft Zugang zu diesem Boak oder dem größte, sicher hart auf dem Estate, Kien. Ich heb die gesamte Eigentum geschickt bis in die 1970er Jahre Hackverfort. Der Vorrage größte Eigentümer hat nie ein Dansparkit ingere Amt, die HOA hat nie ein Beintragt. Der alte Whittaker, ich sie seinen Namen auf dem Aussprung englischen Parcellierungsplan. Hat die Brücke auf einem Grundstück gebaut, das am nicht geehrte, und hat sich nicht einmal gemacht, das zu formalisieren. Ging einfach davon aus, dass eine ähnliche Triangesellschaft aus Dallas das nicht bemachen würde. Niemand hat das jemals überprüft, niemand hat das jemals überprüft. In diesem Bundesstaat muss ein Dienstbarkeit schriftlich festgehalten und eingetragen werden. Die ähnliche Nutzung von der wir immer ausgegangen sind, sie halt nicht, ist sie denn, der Nutzer echt innerhalb einer bestimmten Frist einkleid auf Sitzung der Dienstbarkeit ingeriet. Das haben sie nie getan. Paula admit tief aus, rettlich Jesin Ray, hat sich dies Frau jedes Mal, wenn sie über dies Brautvorfall unbefragt auf fremdem Grund aufgehalten. Jedes Mal, wenn ein Bewohner von Western Creek sie benutzte, beging Hausfriedensbruch, 15 Jahre lang habe ich damit gelebt. Ich empfand keinen Triumph, ich spürt dies bis an der Kalte still, die man empfindet, wenn man merkt, dass die andere Seite dem gespielt hat und man selbst ein Scheitschar in der Hand hält. Paula, 3 Fragen. Los, kann ich die Brücke rechtlich spüren? Darf ich Ihnen ein GBA für die Anbürgerung berechnen? Ribi Mart, Wapakti sei, Sie wann Sie Ihnen den Entscheidung, kann ich Sie wegen 15 Jahren unbefragter Nutzung, wegen der Sohn Geldstrafe und wegen dies Pfandrechts mit dem Sigerei gedroht hat wirklichen Hausfriedensbruch angerechtfertigt Berichtung, Rechtsmann in Diffamierung, sobald sie Klage einregt, gleicherweise Erpressung durch die Motorbahn, ihn voller Erfolg, ich schaut aus dem Fenster, der Sonn ging gerät über der Weide auf, alles war golden, noch ein Frage, was soll ich tun? Paula schwieg einen Moment. Ray, wenn ich dein Amilautin Judairi an das ich jön, dann wann mein ratvoll Gender spür die Bruchheit nicht ab. Bring kein Schilder an. Sag der Eigentmergemeinschaft nicht, was du weit. Lass sie weiter eskalieren. Sie hat bereits mit einem Pfandrecht gedroht. Sie hat skon einmal den Notraf wegen der Jew halt. Sie wird noch etwas Digimeers tun. Jedes Mal, wenn sie etwas Digimeers tat, wird der Risiko größer an den Schädener Satzensbruch steigt. Lass sie dann voll veransaufbauen. Du sagst mir, ich soll warten. Ich sage dir, lass sie weitergruben. Sie ist bereits 15 tief. Sie wird weitermachen. Und wenn sie jemanden verletzt, Jürgen wird das der Kleid hinzu. Aber Reha Merzu wird dich nicht. Schließ die Brauchheit nicht. Schneid niemanden ab nicht, weil wir es nicht kalinieren, sondern weil in Rita sehen will, dass du dich wie ein Erwachsener verhalten hast, wenn sie sich wie ein Klemmbrett-Diktatorin benommen hat. Der Kontrast ist es, der den Ausschlag gibt. Verstanden, ich würde heute einen Entwurf für ein gutachten Agentumsbertregang verfassen. Notariell beglaubigt und bereit. Mein Rechtsassistentin wird damit beginnen, die Protokoll der OA-Sitzungen an den Grundbuchindex des Landkreises zusammenzutragen. Wir bauen ein Regelrei, sei volleltes für uns. Paula, JK, dank mir noch nicht, dank mir, wenn sei weint, ich legt auf, dann tat ich etwas, was ich seit meiner Ankunft auf diesem Grundstück nicht mehr getan hat. Ich legte einen Ordner an, einfaches Manila-Papier, mit schwarzem Filzstift beschriftet, Western Creek Beweistakei. Ich begann in der Reihenfolge, in der ich sie gesammelt hat, hineinzulegen. Die gelbe Mordquittung, instant bald aus der Dashcam vom Klapptisch, ein Foto der Mitteilung über die Nichtinhaltung der Vorschriften an meinem Verandapfosten, ein Screenshot der HOA-Website,
Of der die Brücke als Eingang zu unserer Wohnung bezeichnet wird, 15 Jahre Steueranterlegen, aus denen hervorgeht, dass die Brücke zu meinem Grundstück hin bestuurt wird. Ein beglobit Kopie der Urkund an des Katasterplans, die Volsnandij 911, das kam oft mir an einen Antrag, den ich in jenem Nachmittag auf des Bodykam, Material von Deputy Morales gestellt hat. Nien Unterlegen vor dem Abendessen. Ich heb kein Kleid ingerät. Ich habe kein Unterlassungsaufforderung verschickt. Ich heb Karen nicht angerufen. Ich heb nicht geantwortet, als sei mir in jenem Nachmittag eine E-Mail schickt, in der sie die $250 bis Freitag fordert. Ich heb einfach weiter den Ordner gefüllt, und jenem kam alderman vorbei, ich erhälte am ganz satschlich, was im Katasterplan stand, war atlet zu, dann fingern zu leichen dieses Kuchendeleiken, dass ein 78J Heigermann von sich jit, wenn was sagt, nicht aus einem Verandastil zu fallen. Ray sag mir, dass du keinen Schaß magst. Beglobeter Legeplan, Polarise hat es heute Morgen bestigt, oh Gott dies Frau seit 15 Jahren, schüttelte den Kopf. Soll ich des im Jerry soll laut aussprechen, sag einfach darauf. Ich würd osten an einem Richter als erlernen, was ich beobachtet heb, was sie diesem Viertel angetan hat. Das könnte ich mir Junots machen, du wirst des Junots machen, stand auf. Hast du einen Plan, Polisplan, lass sie weitergraben, guter Plan, ging die Stufen hinunter, unten angekommen, dritte sich seit 11 Jahren hat sie dies Mord unter ihrem Namen, 15 Jahre lang tat das Skone Schwiegerweiter vora, 11 Jahre lang $75, Mord von jedem das so außer, als Kionen sich nicht wären, schüttelt den Kopf, sie wird gleich erfahren, was mein Land tatsächlich umfasst, vordiven. In der Bände-Mimmerung ging ich mit einer Zigarre in der Hand mein innerlich Grenzgrenz entlang. Ich heb kein Schild aufgestellt. Ich heb niemanden angerufen. Ich bin einfach still mein Grenz entlang gegangen, so ein Mann über sein eigenes Land geht. Sie hat ein Mitteilung an meinem Sohn angebracht, dachte ich. Sie war gleich herausfinden, woran mein Sohn befestigt war. Karen Whittaker grab weiter. 3 Tage später meldet sie das Pfandrecht an. Paula rief mich aus ihrem Auto an lag so, why am I lilti lachen, wenn ein Vollgerät in Geschenk beschert hat, Ray die Aspro Englischen 250 plus 1.200 an administrativen Zinsen gebehen. Pfandrecht insgesamt 1.450. Heute Morgen beim Gerät unter dem Vermenemen der HOA eingerät. Das ist ein Pfandrecht auf mein Haus. Das ist ein Pfandrecht auf den Haus, für das sie kein Rechtsgrundlich hat, ist auf ein Immobilie einzutragen, über die sie kein Sasten Dickit besitzt, an so wegen einer Geldstrafe, zu deren Werdegang sei nicht befugt ist. Ray, sei hat ans Gerät ein Volumdang des Eigentumsansprachs als Geschenk verpackt, behält den Papierkram. Ich legt auf an Vorlass am mein Sohnlini zu überprüfen. Die Kit am Tor war durchgeschnitten worden. Nicht beschädigt durchgeschnitten. Ein Sauberschnitt mit einem Bolzenschneider. Die beiden Eschlaffen hingen zu beiden Seiten des Tors wie ein Oscherbrochener Mand. Ein Weserford F250 mit einem magnetischen Schild mit dem OA-Logo stand 30 Yards auf meinem Grundstück. 2 Männer in Wohnwesten rodeten gestern entlang des Baches. Ich ging langsam auf sie zu, ich heb mein Stimme nicht erhoben. Mein Herren, was machen sie auf meinem Grundstück? Da Alter blickt auf. Grundstücke Pflicht der wir argumen den Eingang zur Wohnanlage free. Das hier ist nicht der Eingang zur Wohnanlage. Das ist privat Grundstücke. Sie sind 120 hinter der Brücke, ich sag einen Arbeitsauftrag höher, unter sich nicht vom Vorstands wo sie zinden, die suferten Freiraum auf beiden Seiten 50 wide weit. Sir, es ist mir egal, was auf dem Arbeitsauftrag steht, sie haben ein Tor, Kett durchgeschnitten, hier hereinzukommen, sie können jetzt gehen, und wir vergessen die Kett. Oder sie bleiben, und ich ruf Deputy Morales an, da bereits ein Akte über dies HOA hat, und sie erklären, warum sie ein Kettensg auf dem Grundstück eines Fremden betrieben. Sie gingen, auf dem Weg nach Stross in Trat der Gehen nur ein rosa Vermessungsbefall, den ich an der Grenze aufgestellt hat. Absichtlich, hat mich dabei angesehen, das heb ich auch gefilmt. An diesem Wochenende der ihre HOA auf ihrer Seite der Brink ein genehmigt Buschverbrennung durch. Gegen 1400 war Roch hitch den Roch. Der Wind hat den ganzen Vormittag aus südlicher Richtung geweht. Gegen 1600 drehte er nach Nordwesten und das Feuer sprang über den Bach. Es verbrannt 3 Acres meiner südlichen weit, bever die freiwillig Feuerwehr is an einem Sonnabschnitt einer Moment konnt. Ein Eich, die Skon wo dem Biogerkrieg dort gestanden hat, war verschwunden. Der Brandinspektor des Landkreises ging am Montag mit mir die Brandgrenze ab. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den Brandwärsern Karens Sohn und Zoe Frauen handelt.
Keiner von ihnen war für Offens für zertifiziert. Sie arbeiteten auf der Grundlage einer Genehmigung, die Karen auf Briefpapier der HOA unterschrieben hat, das im Landkreis Jidoki Ticket besaß. Der Brandinspektor stufft den Würfel als falsch gehen. Im offiziellen Bericht wird die als Quelle genannt. Ich legte den Brandbericht in den Ordner. Dann tat Karen das, was Heckblicken betrachtet der Moment war, in dem sie auf ein Rejournis zu sehen, an der bekleckten Word. Sie postet auf Facebook, die Community seit der HOA hat 1.200 Follower. Sie veröffentlicht ein Foto von meinem Okia, das sie von ihrem eigenen Beobachtungsposten auf der Brücke aus aufgenommen hat, mit einer Bildunterschrift, da ich ihnen Worte ratlich weitergebe. Da ich einen Screenshot davon gemacht hat, bevor sie bearbeiten konnte, liebe Anwohner, bitte seid auf der Hut. Der Ausentstehende der die Ulti Murphy Ranch gekauft hat, versucht aktiv an sehr Gemeinschaftsbeherke zu stellen. Wenn Erfolg hat, brechen an sehr Immobilienwert ein und an sehr Kinderkeilanen nicht mehr sehr schulgelangen. Dringen der AOA-Sitzung am Dienstag am 1900 alle Bewohner meinem Musen teilnehmen. 27 Kommentare in der ersten Stand. Angti in auf Karrierist. Karen Wehrstehen hinter der Poller hat innerhalb von 90 Minuten angerufen. Ray sag mir, dass du den Screenshot hast. 3 Blickwinkel mit Sitztempel inklusive Kommentaren. Hoffentlich Verlümdang +1 weit Verlümdang des Agentems rechts. Sie wird den Dienstag noch berühren. Ich geh am Dienstag hin. Ray Poller ich geh hin. Ich werd die Urkunde nicht vorsehen. Ich werd hinten sitzen. Ich werd so rennen. An im richtigen Moment werd ich ja vor 96 Haushalten an dem Protokoll verhör, denn sei immer engagiert, damit es offiziell wirkt, ein Frage stellen. Ein Pause wertet die Frage, wo ist die Dienstpaket? Sie lacht kurz und überrat. Okay, ein Frage, dann gehst du. Lass dich nicht auf ein Gespräch ein, sag die Urkunde nicht, sag die Urkunde nicht. Donnerstagmorgen werd ich mir das am Bezirksgericht anhören, Eilverhandlung wegen des Pfandrechts. Bis dahin wird ein vollständig gegenklich wegen Hausfriedensbruchs ingeriet sein. Verlümdung, übel Nachried, Fall Seich Brandstiftung, Anrecht Memse Eich Berichtung durch 15 Jahre Marche beherren. Ich legte auf, ich sauf der Veranda, bis die Sonnenunterging, dann vor in Auto mein Enfahrt hinauf. Kein silberner SUV, sondern ein gemütliche Limousine bei der Einschingwaffe Schuldcher lichtet aus der Rande. Ein Frostig aus mit 70 weißer Strickcardigan. Sie stieg die Stufen meiner Veranda hinauf, ein Hand am Geldend, in der anderen hält sie ein Auflauf Fest, die in ein Kitchentach gewickelt war. Mr. Holloway, ich bin Edith Ellison. Ich wohne in der Western Lane 214. Mama, ich dürft eigentlich gar nicht hier sein. Karen hat heute Morgen eine E-Mail geschickt in der Stand, dass jeder Anwohner, der mit der spricht, mit einer Geldstrafe von $500 belegt wird, weil die Ortrete des Vorstands untergräbte. Ich bin trotzdem gekommen. Ich habe euch Anchen mit Reis mitgebracht. Ich habe die Auflauf mitgenommen. Bitte, setz dich. Sie setze sich auf die Kante des Schockerstuhls, als wohl sie jeden Moment devenstürmen. Echnen zitterten. Mein Mann Harold must dreimal pro Watcher Dialyse. Und dies Brücke kommen nicht zu seinen Terminen. Ich habe auf Facebook gehört, was Karen gesagt hat, dass sie die Brücke sperren wollen, Herr Holloway. Wenn sie die Brücke sperren, wird Harold sterben. Ich setz mich gegenüber. Ich legte mein Echnanfleisch auf mein Nei, damit sie sehen konnte. Frau Ellison, ich werd die Brücke nicht sperren. Ich werd kein Mord erheben. Ich hindere niemanden daran, zum Arzt, zur Schule oder zur Apotheke zu gehen. Dies Brücke wird für jeden Einzelnen in ihrer Nachbarschaft offen bleiben. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Ihre Augen erfüllten sich mit Tränen, aber Karen sagt ein Mensch Ding, Mom, ich bin nicht Karen. Sie dachte einen Moment darüber nach, dann sagt sie ganz leise. Das macht sich ganz Jahren. Sie hat dem Kowalski jungen $300 Streif auferlegt, weil seinen Briefkasten rot gestrichen hat. Sie hat die Petersens das gebracht. Ein Rampabzubauen, die sie für den Rollstuhl ihrer Tochter gebaut hatten, weil sie statisch nicht genehmigt war. Niemand legt sich mit ihr an wegen der Brücke. Wir haben all Angst vor der Brücke. Sie benutzt sie wie ein Lehn. Ich weiß, Frau Ellison. Warum gehen Sie dann eigentlich am Dienstag zu der Versammlung? Ich sah sehen, ich war tit. Dann sag ich ja das, was der Wahrheit am ähnlichsten kam, mich zu verraten, weil ich ihr Brücke nicht schlei ein Wort, Frau Ellison. Ich werde ihr eigene Gemeinschaft auflösen. Sie streckt die Hand über die Veranda aus und ergriff mein. Ihre Hand war kalt und horstet, und sie drückte fest zu. Harold wird heute Nacht schläfen, sagt sie. Am ersten Mal seit einer Watch.
Ze leist den auf Lofde, sie fuhr langsam diven, de ein functionierende Schien war verwijs, den weg nach Haus. Ich saß dann noch lange auf der Veranda. Ich hat mein ganzes Berufsleben damit verbracht, ruhig zu bleiben, besonnen zu bleiben, mich, mein eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich war darauf trainiert worden, Dinge nicht persönlich zu nehmen, die Situation nicht zu eskalieren und mich nicht von einer insigen City-Rerin in ihren Rhythmus hineinsehen zu lassen. Aber es gibt eine Grenze. Mrs. Ellisons Hand auf meiner war dies Grenze. Ich ging hinein und rief Paula an, leg heute bend alles zu den Akten Eils, und setz mich auf die Tagesordnung für die Sitzung am Dienstag, offiziell, schriftlich, damit sie nicht behaupten kann, ich hätte mich eingemischt. Erledigt, Paula. Sie hatte eine öffentlich Versammlung einberufen, ihre Nachbarn gingen mich auf zu hetzen. Ich würde die Einladung annehmen. Dienstagabend 1900 im Whitestone Creek Clubhaus. Ich parkte meinen Pick-up auf dem Ausweichparkplatz 2 Blocks weiter und ging zu Fuß hin. Ich trug ein sauberes Hemd, ein Kochhaus und Stiefel, die noch mit Schlamm verschmiert waren, weil ich an diesem Morgen nach meinem wie gegessen hat. Ich trug nur ein sich bei mir einen schlichten, unbeschrifteten Manila-Umschlag, den ich unter den linken Arm geklemmt hat. Das Clubhaus war ein niedriges, beiges Gieberjud mit einem Fahnenmast vor der Tür und einem Schild, auf dem stande Willkommen zu Haus Whitestone. Drinnen war der Hauptraum brechend voll. Klapst ho waren in ingen Reihen aufgestellt worden, jeder Stuhl war besetzt, und in der Rauchwand standen Menschen. Ich halte grob Jeschies Divo 110, Violate 120, von den 96 Haushalten heit sie die meisten Erwachsenen der One-Side lang süße Mensch bracht, von war eintragbar Leinwand aufgestellt. Ein Projektbild verblausste in Rot und Schwarz aus, mein eigenes Gesicht vergrößert at aus einem Bild, das wie ein Aufnahme einer Beobachungskamera außer an darunter die Worte, Bedrohung für unsere Gemeinschaft. Karen stand am Rednerpult. Sie hielt einen lausernen Hammer in der Hand. Eigentlich besaß sie gar keinen Hammer. Die Eigentümergemeinschaft hatte gar nicht die Befugnis, eine Versammlung abzuhalten, für die man einen solchen benötigt. Sie hatte ihn trotzdem gekauft. Ich nahm in der hinteren Reihe am Gang Platz, neben einer Familie mit 2 Kindern. Noch schaut mich niemand an. Frau Ellison saß in der dritten Reihe von, die ihm Schoß gefaltet, den Blick auf den Boden gerichtet. Sie dreht sich nicht das macht sie auch nicht. Sie wusste, dass ich da war. Karen aspert sich ins Mikrofon und begann. Sie sprach 7 Minuten lang. Ich unterbrach sie nicht. Ich hörte jedem Wort zu. Sie bezeichnete mich als Außenseiter an Landry über. Sie sagte, ich über die Kleidung die Brücke wegzoomen. Sie sagte, die Immobilien wird werden einbrechen. Sie sagt, Kinderkau ninten nicht so schuld gelangen. Sie sagt, der Vorstand heb buis dafür, dass ich Mitglieder der Eigentümergemeinschaft bedroht, die sie jedoch nicht wollt. Sie sagte, mein wir sei in der Region ist. Sie sagte, mein Sohn sei in Schandfleck. Sie sagt, dass von engetragen fandret seva a Legrektimangs egan der Anfang. Sie stellt 2 Anträge. Erstens die Bewilligung von Notfallmitteln der HOA in he von bis zu $20.000 mich vor Gerrit zu bekommen. Zweitens Mädchen der Nachbarschaft sehr Persona non grata, zu erklären an mir den Zutritt sam Clubhaus, sam Schwimmbad an sehr Gemeinschaftsbereich zu verweigern. Etwa in der mit ihrer Rede plodert in Januar. An der Täten es nicht. Ich beobachte diejenigen, die nicht applaudierten. 2 Reihen weiter oben stand ein Mann in einem Arbeitshemd und blickt auf sein Stiefel hinunter. Ein Frau in der Enhidis-Kostisch schüttelte langsam den Kopf, ohne auf etwas bestimmt zu achten. Mrs. Ellison hat kein einziges Mal aufgeschaut. Karen war fertig. Sie hob den Hammer, wer für Antrag 1 ist. Ich hob die Hand. Sie hielt ihn. Sie sah mich an einen Moment lang erkannte sie mich sonst nicht. Ihre Augen währten sich sachend, doch dann ging ein kleines Efriots Elcheln über das Jessit. Dasselbe Elchelnwei am Klapptisch, dasselbe Elchelnwei auf meiner Veranda, dasselbe Elcheln, das sie wahrscheinlich in den letzten 3 Tagen vor dem Spiegel geübt hat. Nun, sei ukit das Mikrofon jurat. Seht mal, was sich entschlossen hat aufzutouchen. Mein Damen und Herren, der Eindringlinge Jaspers Nillich, kommen Sie nach wohn, Mr. Holloway, kommen Sie nach wohn und verteidigen Sie sich vor Ihren Vorgesetzten, jemand in der mit dies Raums lacht die Nerves. Sonst lacht die niemand. Ich stand auf, ich ging langsam den Mittelgang entlang und trug den unbeschrifteten Manila-Umschlag bei mir. Ich sah Karen nichten, ich sah nicht auf der projisiert Folie mit meinem eigenen Gesicht. Ich schaute Protokollherren einer Frau in den Viasigen mit einer Schreibmaschine, die auf einem Klapptisch neben dem Rednerpult stand und eine Flitschbüs tippt,
und ich nickt hier so, na einmal damit sie wusst, dass ich sie gesehen hat. Ich errate die Bion, ich stellt mich neben das Rednerpult, ich nahm das Mikrofon nicht in die Hand, ich hoffe nicht den Umschlag nicht, ich stret mich und want mich dem Soul so guten Abend. Mein Name ist Ray Holloway, mir girat die Ranch auf der anderen Seite der Brücke. Ich heb niemanden in diesem Raum bedroht, ich heb noch niemanden verklagt. Ich bin heute Abend hier, weil Vorstandsvorsitzender mein Foto auf einer öffentlichen Seite mit 1.200 Followern gepostet und all in dieser Nachbarschaft gebeten hat, hierher zu kommen, über mich zu diskutieren. Im Raum herrscht tief still. Bever ich noch etwas sage, heb ich Gino ein Frage an diesen Vorstand und an dies Gemeinschaft. Ich möchte, dass jeder die Antwort erhält. Ich leist die still und dauer nicht aus dramatischen Garnenden, sondern sicherzustellen, dass die Protokoll Herren sie festhielt. Kann mir Herr Agentemand Frau Whittaker, den Vorstandsmitglied, den Anwohner, die ingetragin den Sparkit oder erkannt wollen, die diese Agenti Mergemeinschaft, das Recht ein, die Brücke im Ang zu ihre One-Side-lang zu nutzen, keine Erinnerung, keine Tradition, sondern ein ingetragins Dokument, das beim Landkreis hinterlegt ist. Wer von ihnen hat es gesehen? Niemand auch hört sich. Ich wartet. 8 Sekunden. 10 Lines genug bis die Tasten der Protokoll verhören nachkamen und dann verstammten. Karen lagte, is klang gezwungen. Herr Holloway, wir brauchen kein Dokument. Dies bergt gadat an seit 15 Jahren. Sie gerat ans, sie hat ans skan immer giat. Sie wird ans immer giren Dremel. Sie sagt ans selber aueki, oder giat ans Dremel in einem Attezag in ein Mikrofon vor einer Protokoll herren, da sie bei einer von ihr Einberufen Sitzungen einem Dienstagabend wo über 100 Zügen engagert hat. Ich lad nicht. Ich rejat nicht. Ich want mich an die Protokoll verherren. Amam kann ninten sie das Bitfahr das Protokoll noch einmal vorlesen. Die Protokoll herren sah Karen an. Karen sah die Protokoll herren an. Der Protokoll of Herren blickt auf Gerd, scrollt ihn nachschoben und las es vor, weil das batcht blitz ihre Aufgabe war. Zitate, wir brauchen kein Dokument. Dies Brüche gehört an seit 15 Jahren, sie gehört ans, sie hat ans kon immer gehört, sie wird ans immer gehören. Zitat Ende. Denke, sagte ich want mich wieder dem Soul zu. Für all die wissen matlichten, ob dies außerrechtlich korrekt ist, ich werde am Donnerstagmorgen, 900 im Bezirksgericht sein soll to be. Es findet ein öffentliche Anhörung zu einem Pfandrecht statt, das der Vorsitzende ihres Vorstands letzt Watch gegen mein Haus geltend gemacht hat. Jeder in diesem Raum ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, insbesondere diejenigen, denen von diesem Vorstand schriftlich mitgeteilt wird, dass ihnen ein Geldstrafe von $500 droht, wenn sie mit mir sprechen. Ich sah, weiß ich 3 Leute am Dritten und zu Frau Ellison schauten, sie hab zum ersten Mal an diesem Abend den Kopf und sah zuenen so okay, sie wirkte nicht gustlich, sie wirkte ruhig. Ein Mann in der zweiten Reihe sagte laut so weiß, Karen redet mir bereits ins Wort, das ist ein nicht öffentliche Sitzung, hat kein Recht dazu. Das ist Belästigung, ich antworte nicht. Ich want mich an den Soul, ich würde ihnen nicht noch mehr von ihrem Abend stillen. Ich bin heute Abend hierher gekommen, weil ich wollte, dass jeder von euch persönlich ein Sache von mir erschrat. Ich werde die Brau sich nicht sperren. Ich werde von niemandem Jaber für die Benutzung verlangen. Ich werde ihr Kinder nicht davon abhalten, zur Schule zu gehen und ihre Familien nicht daran hindern, ins Krankenhaus zu kommen. Jeder, der euch etwas anderes erzählt hat, belge euch. Das Gemurmel, das durch die Hinterreihen lief, war das erst eckige Asch, dass die Mensch den ganzen Abend über von sich gegeben hat, das nicht Karens Stimme war. Ich ging den Gang okay in Richtung da. Auf halbem Weg blieb ich stehen. Ich wand mich wieder dem Podium zu. Karen umklammert den Hammer nan mit beiden Neiden. Die Ken Shell warenweis war Anspannung. Zum ersten Mal an diesem Abend spricht sie direkt an Ruhe. Kein Mikrofon. Das ist ein Schand. Karen. Ich hab den anbeschriften Manila Umschlag leicht und denn ich hat die Urkunde dabei. Ich ging hinaus. Hinter mir erschwart ich, wie erst ein Klapstil sehr kekstert, dann ein weiterer, dann ein halbes Dutzend. Als sich die Tür des Clubhauses hinter mir schloss, konnte ich hobin Stimmen echo rent nicht Karens, sondern die der Bewohner. Die ersten Aujutenden fragen, die sie jemals laut an den der Öffentlichkeit an ihren eigenen Vorstand Gerechtigkeit hatten, über Beinki, wo sie sich seit 15 Jahren Jeff Lactate hatten. Ich bleib nicht, den Rest zu errennen, ich ging dies way Block zu meinem Auto, ich stieg ihn, ich leg den anbeschrifteten Manila Umschlag auf den Beifahrersitz, war leer.
Ich hat nie die Absicht gehabt, die erkonnte Hüterben zu zeigen. Der Umschlag war ein Requisit in Bluff, der so konzipiert war, dass in die Region passt, die Polymer Judgment hat. Zeig die erkonnte nicht, lass dich nicht auf Diskussionen ihn, gib nicht an, stell ein Frage, lass sie darauf antworten, nie das Gerechtigkeit. Die echte Akon befand sich immer noch im Bauernhaus in einer verschlossenen Schublade, beglobigt und notariell beglobigt, an wartet auf Donnerstagmorgen. Ich fuhr nach Haus. Diesmal schenkt ich mir keinen Whisky in. Ich saß am Couchentisch und betrachtete die Map auf der Arbeitsblatt. Die Unterlagen zu Whitestone Creek waren mittlerweile so dick, dass sie mit einem Gammaband zusammengebunden werden mussten. Karen Whittaker hat soeben zu Protokoll, wo eine Protokollführerin 120 Sugende Weltwerk nennt, das ein Brücke, die nicht geate, skon immer geat heb. Ich schloss die Map, ich ging ins Bett, Donnerstagmorgen besögs Gerrit soll to be 900 Ich trug einen marineblauen Ansag, denn mein Frau Akjai Zuver fa die Hoxed Ella Niki gekauft hat. Die Jack passt notch, Polaris empfing mich auf der Treppe mit einer rollbaren Archivbox an jener besonderen, unerschütterlichen Gelassenheit, die sie sich in 30 Jahren in den Jerichasse Len von Dallas angeeignet hatte. Sprich nicht es sei denn, die Ritterin spricht ditchen, reagier nicht auf ihren Anwalt, schau Karen nichten, schau die Richterin an, verstanden, soll to be war kleiner als ich erwartet hat. Holzwert verlang, 8 Reihen für diese Show, ein Mittergang ich nahm meinen Platz am Tisch für den Klager an Giganklager neben Paula in. Karen kam 5 Minuten vor 900 herin, sie trug einen anthrazitfarbenen Blazer anstelle des Polo-Shirts. Drei Mitglieder folgten die Frau vom Klapptisch mit dem laminierten Ockleber ein Mann, den ich nicht kannte, und der Son blitzsober in Hemd und Krawatte, die ihm nicht passten. Ihr Anwalt war ein junger Mann in einem billigen Ansag, das ständig Papier in der falschen Reihenfolge durcheinander blättert. Karen hatte am Tag nach meiner Ebreis aus dem Kluboses. Die Sascha triebni hinter uns feilelt sich, Paula biocht sich zu mir herüber. Ray, das wirst du da in der Pause Anbetung ansehen wollen. Ich dreht mich nicht am. Alderman saß dort in der ersten Reihe, Mrs. Ellison saß 3 Reihen hinter am. Der Mann aus der zweiten Reihe im Klubos, der gesagt hat, dass euch hier sei. Leven wirligt 12 Bewohner von Whitestone Creek, die Frau mit dem Kinderwagen von der Brücke, Deputy Morales ohne Uniform an seinem freien Tag, die Protokollführerin von Dienstagebend, die auf der Sascha-Tribüne saß, mit ihrem beglobigten Protokoll in einer Mappe auf dem Schoss. Richter Halen betrat den Solpiu endlich am 9. mit die 60 silberhaarig trocken wie altes Papier, der unbeeindruckt Blick eines Richters, der seit 20 Jahren Saschot, Vorsitzende von Wohnungsagent Mergemeinschaften in seinen Jericho schreiten. Nehmen Sie Platz. Eilverhandlung wegen eines Pfandrechts, Wohnungsagent der Mergemeinschaft Whitestone Creek gegen Holloway zusammen mit einer Wiederklage. Rechtsanwalt melden Sie sich. Paula stellt sich vor, der Anwalt im billigen Ansag verpatzt sein Vorstellung so einmal, Frau Reis Antrag, Paula stand auf, Ihre Ehren 2 Angelegenheiten nacheinander. Erstens, Antrag auf Aufhebung des Pfandrechts, das die HOA auf das Grenzstücke meines Mandanten eingetragen hat. Zweitens Antrag auf ein Einstwilligwerfgang, da der HOA weiter Eingriff in das Grenzstücke meines Mandanten an den Einbestimmungsbauwerk untersagt, das die HOA bisher als ihr Agentem behandelt hat. Ich möchte Bewusstkeit zu dann Akten geben, fahren Sie fort. Paula want sich an den Gerechtigkeit, bitte auf den Bildschirm. Der Bildschirm hinter der Richterbank lichtet auf. Was erschien war kein Absatz, kein Foto, kein Screenshot, sondern ein beglobigter Katasterplan mit dem Stempel des County Recorder. Die Gräms von 5000 Acres war rot ingezeichnet. Ein dauernd schwarze Linie mit der Aufschrift Whitestone Creek Bridge. Aus Beton und Stahl mit einer Spannweite von 48 Fuß, die eindeutig innerhalb der roten Markierung lag, 60 Fuß entfernt von der entscheidenden Grenzgrenze. Auf beiden Seiten des Backes schwieg Paula wohl 3 Sekunden lang. Sie ließ den Saal hinschauen. Ich es gar asch, an ich word mich für den Rest meines Lebens an dieses Jahr, ich erinnern Karen Whittakers 3 Vorstandsmitglieder hinter die all gleichzeitig tief Luft holten. Jemand auf der Suschwer-Tribüne flüsterte, oh mein Gott, der Anwalt im billigen Ansag lehnte sich in seinem Stuhl zurück an Echo reit auf, Notizen zu machen. Ihre Ehren, die Whitestone Creek nutzet seit 15 Jahren ein Broseik auf dem Private Grunst, sake meines Mandanten. Kein Ingetragin Dienstbarkeit, kein Paktvertrag, kein von der HOA JSLT Grunsteuer. Der Nachlass meines Mandanten hat die Steuer seit 2009 Jades Jahr geselt, es gibt kein Rechtsgrundlage.
Of der dies eigent Mergemenschaft irgendein Recht in diesem Bauwerk oder dem Grundstück auf dem Estate gelten machen Kellon nimmt. Richter Harlan blickte Karens Anwalt an. Herr Anwalt, gibt es einen entgegen den Legeplan? Der Anwalt im billigen Ansag stand halb auf, setzt sich weiterhin stand dann ganz auf. Ihre chatten eine Unterbrechung beantragen, den Legeplan zu prüfen. Herr Anwalt, ist der Legeplan korrekt? Ich hat noch keine Gelegenheit dazu. Hat Ihre Mandantin dieses Fanrecht angemeldet? Ihre, auf welcher Grundlage? Hat die Instandhaltung übernommen? Instandhaltung ist kein Agentum. Setzen Sie sich. Es setzt sich. Karen biegt sich war an flüstertem Maut und etwas ins Ohr. Schartelt smell so einmal den Kopf in ihre Richtung. Sie lehnte sich zurück an sam ersten Mal. Seit ich sie kennengelernt hat, war das Lautscheln verschwunden. Polle Griffin die Arkebox. BYSKB, ihre beglobigt die Unterlegen des Landkreises von 2009 bis heute. Aus denen hervorgeht, dass des Brückengrundstücke durch die Hände aus Teil des Grundstücks meiner Mandanten bestauert wird. Die HOA hat nichts bezahlt. Richter Harlan nahm die Mappe entgegen. Warf einen Blick auf die Ostseite. Sah Karen an, sagte nichts, das musste auch nicht. Beweiste sie an die, vor Polle fort. Besehen sich auf die internen und der öffentlichen Behauptungen der HOA, bewisste sich sie sein eigenen, ingetretenen Satzungen der HOA 47 Seiten. Bei einer Wort sich tot, das Wort bei Yuki nicht auf. Bewisste die ist ein Screenshot der öffentlichen Website der HOA aufgenommen, wo eine Watch Start sieht, auf der die Brücke als zittert, engu unserer Wonnenlage beschrieben wird, ein Mann in der hinteren Reihe der Siastschauer-Tribü. Ni hastit einmal. So wei Menschen hasten, wenn sie versuchen nicht zu leichen. Bewisste die handschriftlich Quittung über $75, die mein Mandant vor 3 Watchen an einem Klapptisch auf der Brücke in Frau Wettiker geselt hat, in ihrer eigenen Handschrift verfasst und mit ihren eigenen Initialen unterschrieben. Karens Son hinter vergrab sein Gesicht in den ernannten, bewisste die Audioaufnahme der Dashcam meines Mandanten von jenem Morgen. Mit Erlaubnis des Gerrits wurden vor die Sekunden genehmigt, da Jerry Schreiber gab den Startbefehl. Aus den Lautsprechern des Jericho-Saals erklang Karen Wattikers Stimme selbstbewusst, freundlich einstudiert, 3 Watchen alt. Guten Morgen, Sir. Ich bin Karen Wattiker, Vorsitzender Western Creek HOA. Dies Brig Giarat der Gemeinschaft. Ich benötige $75 für ein Brückennutzungsgenehmigung, wie ich sie durchlassen kann. Ein Frau in der dritten Reihe ließ Gerach aus halb in Küchen, halb in Lackern und hält sich die Hand vor den Mann. Bewisste KG. Das stenografische Protokoll der Sondersitzung vom Dienstgebend beglaubigt von der Stenografin, die heute Vormittag auf der Zuschauertribüne sitzt, in dem Frau Whittaker verfänglich erklärt, Zitat wir brochen kein Dokument. Dies Braukigera ansieht 15 of Jahren, Sigara ans, sie hat ans kann immer Jahr, sie wird ans immer Jiren, zittertend. Die Stenografin hab ihre Hand halb von der Zuschauertribüne, der Richter nickte einmal auf Flick zu, bewisste ich berit des Kreisbrandmeisters. Von der HOA Beaufsichtheit kontrolliert Verbrennung, nicht Jugelassins Team, Feststellung von Fahrt Sikit, 3 Acres Wideland meines Mandanten wurden zerstört, beweist es des von dieser AOA gegen das Haus meines Mandanten ingetreten Fandret in H, he von $1.450 aufgrund einer Geldstrafe wegen der Farbe 1 Sons auf einem Grundstück, über das die AOA keinerlei Sast Endiki besitzt. Polle schloss die Map. Ihr Ehren, wir bitten das Geriter Pflicht, das Pfandrecht auf you haben, die einstweilig Wurfgang zu erlassen und einen Verhandlungstermin für Anzergegenglichen festzusetzen. Hausfriedensbrauch, Agentums Verlimdang, angeregt vertiet Berichterung durch 15 für Jari Modge behan, falls Zeit Sachbesteigung, sie setzt sich. Im Jericho-Saal herrsche ich still. Richter Harlan legt seinen Stift beiseite. Sah Karen einen langen Moment langen, Miss Whittaker ist etwas demonstrittig, Karen stand auf und da sie aufgefordert wurden sie sehen, ihr Ehren, es war schon immer an sehr beroki. Das war jeder, der Vorbesitzer hat nie etwas gesagt, Schwiegerwetter hat sei gebot, wir worten sei, wir streuen jeds frei Aujas aus Jufaten. Das macht sei so an Seller, es ist mir egal, was auf irgendeinem alten Stieke-Papier steht. Es war schon immer, stammelt Miss Whittaker. Richter Harlan hab nicht die Stimme, immer ist kein Rechtsinstrument. Karen öffnet den Mund, schloss ihn weiter, öffnet ihn erneut und setzt sich. Auf der Zuschauertribüne hinter standen 2 Vorstandsmitglieder leis auf, nahmen ihre Emientel und Verleis in den Jericho. Sie sahen sie nicht an,
Die Frau mit dem laminierten Okleber Jingles erst. Das Alter Wurstensmitglied folti na Son bleib so zeike, immer noch mit dem Jessic in den Einanden. Mrs. Ellison, drei Reihen weiter hinten, winti, kein Schlucksen, na einlies, stätig trodne, die über Beidwangen lief, an die sie sich nicht die himakti, absuischen. Alderman streckt die Hand über den Gang aus und riechti sein Taschentuch, und sie an Susan, Richter Harlan nahm seinen Stift zur Hand. Wolle Entscheidung, das von der Whitestone Creek HOA gegen das Holloway, Grants die CK gelten Jim aktiv handrat wird mit sofortiger Wirkung, an glitschkit der ernüten Geltenmarkung aufschoben. Der HOA und ihren Amsterdam wird bis zum Hauptwerfern jeglich weiter bietet Scheigang der Braunkai, dies Holloway Grants die Kaisoda, der Nutzung der Brahaki Deutsch Anwohner anzusag. Herr Holloway darf nach eigenem Ermessen mit sofortiger Wirkung Schilder mit dem Hinweis, Private Grants AK und der Brücke anbringen. Die Hauptverhandlung über die Weiterklich wird auf den ersten verfügbaren Verhandlungstermin eingesetzt. Erhielt in. Frau Whittaker, ich sitze seit 22 Jahren auf diesem Richterstuhl. Ich werde Ihnen einen Rat geben, den Sie nicht gebeten haben, den Sie nicht verdienen. Wenn Sie das Agentum eines anderen nutzen, ist der korrekt juristische Begriff dafür nicht Instandhaltung. Es ist Hausfriedensbrauch. Ihr Anwalt wird Ihnen den Unterschied erklären. Ein Schlag mit dem Hammer auf den Tisch. Die Verhandlung wird unterbrochen. Karen stand nicht auf. Sie saß am Anwaltstisch, beide Echem Flatsch auf dem Holz. Ich stand auf. Ich schloss die Map auf unserem Tisch. Ich griff in die Seitentasche der Archivbox und holt einen Gegenstand heraus, den lamierten blauen Aufkleber, der 3 Wochen zuvor auf mein Windschutzscheibe geklebt worden war. A Whitestone Creek Resident Lot 47, ich hat an obiwart, natürlich hat ich das. Ich ging zu Karens Stuhl hinüber, ich legte den Aufkleber mit der bedruckten Seite nach oben, wo auf den Tisch, damit sie ihn sehen konnte. Ich sprach les, wohin die Sicher auf der Tribe nie aufstanden. Du kannst den behalten. Ich würde nicht mehr brochen. Ich ging hinaus. Im Flur wartet Mrs. Ellison auf mich. Sie umarmt mich fest, so wie ein 74-jähriger Frau jemanden umarmt, wenn sie gleichzeitig erleichtert, momentan befreit ist. Ich konnte spüren, wie Schalten durch die Strickjack hindurch zitterten. Harold ist gerät bei seinem Termin. Sagt sie an mein Schalter, wird gegen Mittag zu Hause sein. Hat es weiter geschafft. Wird es auch weiterhin schaffen, Mom. Alderman trat hinter ihr hervor. Ihre must nicht einmal oxygen. Nicht hüt. Willit nei, ich blickte den Flur hinunter. Die beiden Vorstandsmitglieder, die hinausgegangen waren, standen am Getanienkartomaten und stritten sich flüsternd. Der Anwalt im billigen Ansag telefoniert. Karen war noch nicht aus Raum 2B herausgekommen. Sie kam erst 20 Minuten später heraus. Da saß ich bereits in meinem Pick-up auf halbem Weg nach Haus. 6 Wochen nach jenem Donnerstagmorgen fiel das endgültige Urteil. Paula rief mich an, während ich einen entdeckten Wasserhahn an der Seite der Schuhen repariert. Ray, bist du bereit für die Zahlen? Los, wollst du nennen dich Eingang? Die HOA schuldet dir $380,000. Das sind 15 Jahre angerechtfertigter Berichtung durch, die Mordjaburen, 3 Acres verbrannt Weidefilche, die der Sohn, die Dutch Trenter Kit, die Fall Sage Brandstiftung, die Verludung des Eigentumsrechts und die Raschdeigang, das Pfandrecht wird offiziell für angültig erklärt, die Anwaltskosten sein Gedeck, $380,000 und $380,000 an zu dem Teil, über den du der solltest der Richter hat angedeutet, dass die Dienstbarkeits Vereinbarung genehmigen wird, die du kein Eftigen des Grundbuch intrigen lassen möchtest, der Gier die Brauuki, du legst die Bedingungen fest. Du kannst sie privat halten. Du kannst ihnen $1 pro Jahr berechnen. Du kannst sie morgen einsannen, die Entscheidung. Ich wischet mir die ich nanden einem Lappen ab, ich blick über die weit hinweg in Richtung des Bakschis. Schreib es so auf, Paula freiwillig von mir auf unbegrenzt ju hörti, ingetragin Dienstbarkeit zugunsten der Bewohner der Wohnsiedlung Whitestone Creek. Kein Marge an, kein Kontrollpunkt der Eigentumsgemeinschaft, kein Schranken. Die Bewohner können die Brücke ramdam, die Afre überqueren. Der Zugang für Rettungswagen ist ju Hallistet. Die Eigentumsgemeinschaft als juristische Person hat kein Befugnis über das Bauwerk. Sie wartet es nicht, sie inspiziert es nicht. Sie bringen kein einziges Schild daran an, ich unterhalte es auf eigene Kosten. Paula schwieg einen Moment lang. Ray, du gibst ein Mensch Verhandlungsmacht auf. Ich tu das nicht wegen der Verhandlungsmacht, Paula, ich tu das für Harold Ellison. Sie entwarf die Dienstbarkeit noch am selben Nachmittag. Ich unterschrieb sie am Montag.
Am Dienstag wird sie beim Landkreis eingetragen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Rest der Nachbarschaft bereits Mädchenbügang gesetzt. Da schau musste den Vergleichsbetrag zahlen, an die Inseichmam-Glichkeit, die Zutan, wo ein Sonderumlage für Mitglieder in Echi von $2,100 pro Haushalt. 96 Haushalt mussten innerhalb von 60 Tagen zahlen. Die Mitteilung ging an einem Mittwoch raus. Bereits am Freitag hat jemand einen Antrag auf Einsicht in die auffälligen Anträge zu den Auslangungen der HOA-Beite, die der letzten 10 Jahre gestellt. Was dieser Antrag süchtig fordert, überrascht niemanden, dass schon länger als ein Jahr dort gewohnt hat. Die Landschaftsbaufirma von Karens Sohn, eine LLC, die größtenteils nur auf dem Papier existiert und von seinem Pickup aus operiert, hat seit 11 Jahren den gesamten jährlichen Landschaftsbauauftrag der HOA erhalten. Kein ausschreibaren, kein konkurrierenden Angebot. Rund $40.000 pro Jahr, besonders den Bieter, Gender, Bewohner und ein Unternehmen, das der unmittelbaren Familie des Vorstandsvorsitzenden gehörte. Die Bezirksstaatsanwaltschaft leitet am folgenden Montag ein Untersuchung ein. 2 Wochen später hielt die HOA ein außerordentliche Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren ab. Ich bin nicht hingegangen. Ich war nicht eingeladen. Und ich will auch nicht hingegangen. Wenn ich eingeladen worden will, aber Aldermans schickt mir in diesem Abend am 20.000 Uhr vom Parkplatz aus ein SMS mit dem Abstimmungsergebnis 71:8. Sie ist abgehalten. Der neue Interimsvorstand wird vereidigt. Allison wird als Vorsitzender nominiert, einstimmig angenommen. 1 Minute später kam ein zweites SMS, der erste Antrag des Interimsvorstands, die braucht sich auf allen Karten der HOA und des Landkreises offiziell anbenennen. Nicht mehr Western Community Bridge. Der Name aus dem Kasten. Der Name, den der Vermessungsingenieur über 40 Jahren gegeben hat. Holloway Crossing. Allison unterst den Antrag angenommen. Danach sah ich noch einmal auf der Veranda, Holloway Crossing. Es war kein Name, den ich mir ausgesucht hatte. Es war nicht einmal ein Name, von dem ich gewusst hat. Der ursprüngliche Vermessungsingenieur hat die Brücke in den 1980er Jahren auf dem Katasterplan nach der Familie benannt. Der das Land, wo dem Dallas Trust gehört hat, den Holloways, kein Verwandtschaft zu mir, lei Angst verstorben. Der Landkreis hat den Namen würfeln lassen. Karens Schwiegervater hat an auf inoffiziellen Schildern anbenannt. Niemand hat die Eintragung jemals korrigiert. Nan hat ein Brücke, die ich so verlegt gekauft hat, auf seltsam, kleinweis, meinen Namen so Hacker halten von der Nachbarschaft, die 15 Jahre lang die Fastun gezahlt hat, sie zu bürgern. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Gefühl anfangen sollte, also tat ich, was ich immer tat. Ich ging hinaus an der Appetit. Am ersten Dienstagmorgen nach der Abwahl vor ich 6:47 aus Gewohnheit mit meinem F350 über die Brücke zur gleichen Zeit, so dass ich sie am ersten Morgen übergehört hat. Kein Klapptisch, kein orangefarben Absperrung, kein Klemmbrett, kein laminierter Aufkleber, kein Mannenkapjes im Pulli. Die Schotte sofort waren Jesse übert, das Ankrot so geschnitten, die handbemalten Sperrhaltschilder verschwunden. Ein Frau auf der Whitestone, seit mit ihrem Hand spazieren ging, winket mir zu. Ich winkt so okay. Zwei User weiter von der Brücke sofort entfernt war in der Watch nach dem Urteil ein zu verkaufen. Schweilt auf dem Reisen aufgestellt worden das Haus von Karen Whittaker. Ich fuhr langsam daran vorbei, so why man ist tat, wenn man etwas sieht von dem man weiß, dass man es noch einmal sein wird. Es stand 14 Monat langsam Verkauf. Niemand will in die Nachbarschaft sehen, die den Street am die Braufiki verloren hat. Immobilienmakler besigneten es als Haus mit Geschichte. Sie senkt den Preis dreimal, schließlich wird es ein Janges Paar verkauft, das aus einem anderen Bundesstaat zugezogen war an die Geschichte nicht kannte. Zu diesem Zeitpunkt war Karen bereits 2 Landkreis weiter in ein Mietwohnung gezogen und hat das bestigt Polohemd mitgenommen. Der hohe Sicherheitshoodie Außer Haltimer Alderman Monat später war am Tag eines Wegzugs in einem Goodwill-Container vor dem Clubhaus heggelassen worden. Das Leben auf der Ranch entwickelt sich so etwas, das ich schon lange nicht mehr erlebt hat. Ich stellte das Bahnhaus fertig, ich verse es mit einem Metall-Staffeldach, das noch das sein wird, wenn es den Enkeln meiner Enkel nicht mehr wichtig ist. Ich hielt 60 Ränder, einen kleinen Mattekerbetrieb, Black Angus, nichts Besonderes. Ich stellte einen Jungle aus Cedar Hollow ein, der mir an den Wochenenden half. Ich kaufte mir den Hand, über den ich in jenem Nachmittag im Supermarkt nachgedacht hatte. Ich nannte ihn Morales, nach dem Hilfsschrift, und halt dem Hilfsschrift eines Morgens beim Kaffee Daven, woraufhin allein lag. Alderman kam dann an den meisten Sonntagen auf einen Kaffee vorbei.
Wir saßen auf der Veranda, zwei alte Männer mit Haientassen, schauten auf die weit und wir redeten was für mich die a chest Form der Freundschaft ist. Harold Ellison vers amt keinen einzigen Dialeis-Termin mehr. Frau Ellison kotti mir ein Jahr lang immer im Monatschgu-Enchen mit Reis. Schließlich rot sie damit auf, als ich sie davon überzeugen konnte, dass sie mir nix schuldig war, dass ich nur das Geten hat, was jeder anständige Mensch tan moed. An das mir das Handchen langsam inslakes Gewissen belitet, sie winke mir immer noch jedes Mal zu, wenn ich die Brauhake überquert. Ich brachte ein Schild an der Brücke an. Es war klein, aus Holzand von Alderman handgeschnitzt. Es war in einem Siedemfall am südlichen Ende der Brücke befestigt. Darauf standen drei Wörter, sonst nächste Privatgrenze, K, gern Geschehen. An der Nordseite der Schön in einem slittenschwarzen Rahmen verlangt ich ein Sasch auf. Den laminierten blauen Aufkleber Whitestone Creek Grindstar K47. Denn Karens Frenden drei Watchen nach Beginn meines neuen Lebens auf mein Windschutzscheibe geklebt hat auf einer Brücke, die nicht gehört in einer Wohnsiedlung, in der ich nicht wohnt im Namen einer Behaarad, die sie nicht vertrat. Den ben hu ich mein Entlassungspapier vom dem United States Army Corps of Engineers, 30 Jahre, Vertrags an Immobilienabteilung, die Karriere, die mich gelehrt hat, jederzeit jedes Dokument zu lesen, bevor ich etwas unterschreibe, und die mir einen Satz beigebracht hat, den ich in meiner ersten Watch gehört und nie vergessen hat. Leis immer den Vermessungsplan, ich heb mir in jenem ersten Winter beid Rahmen oft angelesen. Den Aufkleber links, die Entlassungspapier rechts, ein laminiertes CUK-Plastik, das einst Eindrahung-Jusen war, hing neben einem CUK-Papier, das auf ein Stillart, die ich erst verstanden hat, als ich es Brot der Grund dafür war, dass die Drahung nicht gewirkt hat. Manchmal kam mein Nick Zubisach und fragt mich, warum ich das Aufkleber-Ding aufbewahrt. Und ich erzählte agar die Geschichte in der Kurzfassung, so wie man einem kein Geschichte erhält. Wobei ich die fassbar anders für an den Notruf an den Facebook-Beitrag an die 74-jährige Frau, die auf meiner Veranda sittet, wegließ. Ein Frau hat einmal versagt, mir $75 Fahrbeberkerung einer der Brücke zu berechnen, sagt ich dann, es stellt sich heraus, dass mir die Brücke ihre an sie lacht jedes Mal, so wie Kinder lachen, wenn ein Geschichte die Klärform einer Geschichte hat. Aber der letzte Satz, den ich gegenüber nie laut ausgesprochen hat, war der, den ich mir selbst ließ, wo mich hinsagt, wenn ich an Wintermorgen in der Schön stand an die beiden Bilder nebeneinander betrachtet. Sie hat versagt, mich dazu zu bringen, mit Farbe auch zu zahlen. Es stellt sich heraus, dass sie ihr ganzes Leben lang mein überquert hat.